Hi, wir sind Andi und Myri und seit über einem Jahr auf Weltreise mit unserem selbst ausgebauten Wohnmobil Jenny. Auf unserem Weg nach Südostasien durften wir schon viel erleben. So begann unsere Reise in Europa, wir überwinterten in Griechenland und in der Türkei, um uns dann nach Georgien aufzumachen. Von hier aus durchquerten wir ein Land, von dem uns wirklich jeder abgeraten hatte: Russland. Und so begann unser Zentralasien-Abenteuer. Wir erkundeten entlang der alten Seidenstraße die unterschiedlichsten Länder, die kontrastreicher nicht sein könnten. Auch wenn wir den gesamten Sommer in Zentralasien verbracht haben und dann weiter über Russland in die Mongolei gefahren sind und ebenfalls dort 6 Wochen verbracht haben, hatten wir das Gefühl, nirgendwo lang genug zu sein, denn es war einfach so wunderschön. In der gesamten Zeit durften wir Höhen erleben und Tiefen meistern. Wir tauchten in Kulturen ein und lernten liebenswerte Menschen kennen, gewannen neue Freunde und hatten die schönsten Erlebnisse unseres Lebens. Kurz bevor in der Mongolei der Herbst anbrach, reisten wir nach China ein. Ein großes Ziel, das wir schon lange vor Augen hatten. Endlich war es erreicht. Wir waren geflasht von der Größe des Landes, der guten Struktur und Organisation und von den wundervollen Menschen. Nachdem wir China durchquert hatten, kamen wir in Südostasien an, genauer gesagt in Laos. Viele hatten uns Südostasien als Paradies beschrieben, aber für uns kam es irgendwie doch etwas anders. So, wir sind jetzt aus der chinesischen Grenze raus. Das ist die laotische Grenze. Das ist pompös. Das ist hier ein bisschen goldig. Okay, wir sind in Laos. Die Grenze war auf jeden Fall nicht so geordnet wie in China. Da wurden wir jetzt 1 Monat lang verwöhnt von China. Es war eher so Learning by Doing wieder und Gewusel und schauen, dass sich keiner vordrängelt und ja. Aber jetzt sind wir da und mal schauen, wie die Straßen sind. Wir haben gehört, die sind nicht so schön. Ja, also Leute aus der Gruppe haben uns gewarnt, dass wir jetzt ohne Allrad da stecken bleiben werden. Wir bereiten uns auf den Ernstfall vor, auf das er nicht eintreten wird. Also laut den Berichten unserer Reisegruppe können wir diese Straße nicht schaffen, ohne abgeschleppt zu werden. Ich bin gespannt. Lola meinte, das soll schlimmer sein als der Pamir Highway. Wir freuen uns auf tiefen Schlamm, diesen roten Schlamm, den wir jetzt schon langsam... Und Jenny hat schon Hallo gesagt zu dem roten Schlamm. Ja, und jetzt kommt noch viel mehr davon. Hallo und Sabadi aus dem wilden und wunderschönen Laos. Wow, es ist wie eine andere Welt. Es ist wie schwer zu beschreiben. Also China war ja einfach nur moderner als modern und jetzt. Ich muss jetzt mal nachfragen, wo diese schlechten Straßen sein sollen, weil da war jetzt keine schlechte Straße. Ja, die war schon scheiße, aber wir haben halt auch schon schlimmere gesehen. Das war, also, das kann unser Auto schon. Wenn der Schlamm so tief ist und nicht unendlich lange weitergeht, dann schaffen wir das. Und es nicht bergauf geht, dann geht es. Die anderen sind in den Stau reingekommen, weil sich ganz viele LKWs in dem Matsch festgefahren hatten und von großen Fahrzeugen rausgezogen werden mussten. Und als wir, weil wir ja länger an der Grenze waren, war das Ganze schon erledigt. Und wir wurden auch nicht mehr getrackt beim zweiten Checkpoint. Also das war gerade irgendwie tiefer als gedacht, als wir in die Pfütze reingetaucht sind. Da ging es nochmal eine Etage tiefer, als ich wirklich angenommen hatte. Aber dann, was machst du dann? Dann kannst du ja auch nicht mehr anhalten. Dann fährst du einfach, und hoffst, dass es geht. Da
ist irgendwie. Ja, das waren wir mittig. Wieder wach beim Autofahren. Ich glaube, es ist gut, dass ich gerade Bier hatte. Du hast überhaupt nicht geschrien, als wir da reingegangen sind. Ich bin so tapfer. Ja. Und hier hat man gerade sehr eindrucksvoll gesehen, wie unsere Klimaanlage kaputt gegangen ist. Jetzt sind wir keine 20 Kilometer hinter der Grenze und Laos ist einfach eine andere Welt. Also klar, hier ist auch der Urwald, der Dschungel, der Regenwald und ich glaube, wir haben Glück. Die Regensaison hat halt wirklich gerade aufgehört. Vor ein paar Tagen soll es noch richtig durchgeregnet haben hier. Aber die Leute sehen schon anders aus, die Straßen sind halt wesentlich schlechter und die Bevölkerung hier sieht eben auch nicht so reich aus, muss man einfach so sagen. Also nicht so wie die Chinesen, da ist wirklich Wohlstand in China. Ja, deswegen bitte fahr nicht zu nah an der Seite, das sieht alles ziemlich unterspült aus. Ja. Also es war ganz lustig, gestern durch die Pfützen zu fahren und wir sind halt wirklich bis hier oben unter Wasser gewesen und dabei ist dann doch was kaputt gegangen. Wir waren dumm und hatten die Klimaanlage am Laufen, während wir gefahren sind und dann hat dieser Lüfter hier unten, dieser hier, der hat dann aufgehört, sich zu drehen und ich weiß nicht, da kommt jetzt auch kein Strom mehr an. Dann machen wir mal Motor und Klimaanlage an. Und erstens, es ist nicht kalt. Kompressor läuft. Das da läuft nicht. Ich habe die Kontakte. Die Kontakte habe ich schon abgemacht, sauber gemacht, da war viel Dreck drin, aber es bringt nichts. Hier, an diesem Stecker, kommt kein Strom an. Da habe ich das Multimeter angeschlossen, da ist keine Spannung an, während der Motor läuft. Das Ding sollte eigentlich laufen gerade, tut's aber nicht. Das ganze Ding war wahrscheinlich unter Wasser, bis hier wahrscheinlich, während wir gefahren sind durch die Pfütze. Blöd gelaufen. And did you learn English at school? Hello. 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 Weil da ist eine Schule. Hier sind ganz viele Schulkinder. Hier haben wir die Nacht verbracht. Eine etwas regnerische Nacht. Und da hinten oben ist ein Tempel. So what's the name of your village? How's your village called? Yeah. Okay. Okay. Also, unser Wasser im Waschbecken, es läuft nicht mehr ab. Deswegen muss ich jetzt mal gucken, wo die Verstopfung ist. Und ich glaube, man kann hier vielleicht sehen, dieses Rohr, das geht immer so ein bisschen runter. Und in dieser Mulde, da lagert sich sehr viel Schlacke. Und die Schlacke verstopft das Rohr an der Stelle. Und ich befürchte aber, ich kriege es hier nicht auf. An dieser Stelle ist nämlich die Schlauchstelle und dieses Plastik schon eins geworden. Die kriege ich nicht mehr auseinander. Vielleicht kriege ich diese Schlauchstelle auf und dann kann ich vielleicht irgendwie von dort aus das Rohr reinigen. Also das wäre jetzt der Plan. Es wird eine Riesensauerei, es wird stinken wie die Sau. Ich freue mich drauf.
Das stinkt schon mal gut. Aber ich habe die Schlauchstelle abbekommen. Und, ohne es zu erwarten, das Ding ist tatsächlich überhaupt nicht verstopft. Ja, das Ding hatte nicht das Problem. Es muss wohl also die Verstopfung irgendwo hier sein. Es sieht nicht verstopft aus. Ich meine, da ist Dreck drin, aber keine richtige Verstopfung. Interessant. So, jetzt schicken wir mal ein bisschen Wasser durch. Das ging jetzt ganz gut. Das heißt also, alles, was die Verstopfung verursacht hat, ist bereits hier drin. So, ein kleiner Nachtrag. Also, nachdem ich das hier jetzt mit dem Wasser ebener gemacht habe, damit sich hier keine Schlacke bildet, mit ein bisschen Kabelbinder, ja, ist es trotzdem nicht gut abgelaufen. Und der Grund war dann am Ende, dass hier, wo das Wasser in unseren Abwassertank hineingeht, der Schlauch hier, wie man das sehen kann, einen Knick hat. Und indem ich hier den Knick geöffnet habe, ist die ganze Schlacke abgelaufen, ja, und dann war der Weg frei. Und jetzt läuft das Wasser in unserem Waschbecken so hervorragend ab. Wir haben sogar einen richtigen Strudel, wenn das Wasser abläuft. Also wir sind total happy, weil uns schon die letzten Wochen lang hatten wir Probleme hier. Ja, das schön. Wasser verschwindet einfach im Abguss. Hervorragend. Ich weiß jetzt, warum unsere Türklinke immer so extrem streng nach oben geht. Ich habe jetzt hier überall auch wie die 40 reingemacht, das war nicht erfolgreich. Der wahre Grund ist, dass hier, wie wir das gut sehen können, hier das Metall an unsere Kabinenwand treibt. Das ist vermutlich auch schon halb in der Kabinen-GFK-Wand drin, weil dieser ganze Metallbügel hier, der ist verbogen und ich werde jetzt mal versuchen, ihn abzumachen und zu gucken, ob ich ein bisschen eine rundere Form erstellen kann, die dann weniger reibt. Also, das hier mit diesen spitzen Kanten hier unten, das reibt an der Kabinenwand und da kommt diese Schraube eben drauf und jetzt, damit das hier weiter von der Kabine weggeht, werde ich jetzt noch eine Beilegscheibe hier reintun und dann erst das in das andere Metall hineinschrauben. Und dadurch wird der Abstand von dem hier zur Kabinenwand größer und dann reibt es nicht mehr. Probieren wir es aus. Also beim Festschrauben von den Gestängen ist mir aufgefallen, dass hier oben das extrem ölig schmuddrig ist und das muss dann am Ende bei der Tür oben durch und das ist irgendwie ganz schön klebrig und dadurch glaube ich, dass es reibt und dadurch geht es sehr streng. Ich werde auch das jetzt nochmal reinigen. Das Zeug ist auch nicht schlecht. So eine Art Bremsenreiniger aus Ulaanbaatar. Hier sieht man, wie ich mir den mongolischen Bremsenreiniger aus den Augen wasche. Bandi, kannst du mal bitte was trinken? Du trinkst zu wenig. Die Tür geht jetzt wieder super auf und zu. Hier. Super. Mega, hast du gut gemacht. Unter Einsatz von ganz viel Schweiß. Ja, bisschen Schweiß. Ist schon sehr heiß hier. Wo sind wir hier? In der ersten größeren Stadt in Laos, nach der Grenze zu China. Und das Witzige ist, hier gibt es solche Häuser. Und zwischendrin solche. Nach so einer langen Zeit in der Reisegruppe in China hatten wir jetzt das erste Mal wieder Gelegenheit, uns um das Auto zu kümmern, kleine Reparaturen vorzunehmen, die schon länger überfällig waren, um auch eben Vorräte wieder aufzufüllen und das Ganze in unserem Tempo anzugehen. Ich glaube, das ist für Bubble Tea, ne? Ah ja. Aber nirgendwo stehen irgendwie Preise dran, ne?
Die Zahnbürsten sind direkt gegenüber von den Süßigkeiten. Wir haben den lokalen Markt gefunden. Es zieht sich auch immer weiter zu. Also der Markt macht auch bald zu, denn der tägliche Regen wird wieder erwartet. Es ist so entspannt und angenehm nach China, muss ich ehrlich sagen. Und wir haben eben gefragt beim SIM-Kartenkaufen, was Dankeschön heißt. Das heißt Hop Chai und vielen Dank heißt Hop Chai Lalai. Das finde ich total geil. Gefällt mir gut. Die kann man noch essen. Ja, sieht auch Aber ganz wenn wir gut jetzt aus. essen, dann wird uns der Regen erwischt. 100 Pro. Aber viel hier mit Gemüse und so. Sieht Ja. gut an. Oh, Reispapier? Das ist ja cool. Endlich finden wir wieder Reispapier. Das haben wir ewig nicht mehr gehabt. Beide Packungen Reispapier haben jetzt zusammen weniger als 2 Euro gekostet. Also Ja. weniger als 1 Euro pro Packung. Ja. Da haben wir dann auch nicht verhandelt. Vielleicht sollten wir trotzdem verhandeln. Ich weiß noch nicht genau. Muss ich noch rausfinden. Heute haben wir nicht gehandelt bisher. Wir müssen einfach erstmal ein Gefühl kriegen für die Preise. Wir haben jetzt aber auch eine volle Tasche voll mit Gemüse. Und auch im Rucksack noch Gemüse. Und wir haben insgesamt vielleicht 4 Euro gezahlt, schätze ich mal, oder Möri? Ja. Eieiei. So, jetzt sind wir raus aus dem Markt. Ganz schön dunkel da drin, ehrlich gesagt. Aber jetzt haben wir noch sicher eine halbe Stunde Zeit, bis es wieder anfängt zu regnen. Der Himmel ist noch zum Teil blau, aber die Wolken ziehen schon auf und wir wissen ja von gestern schon, es wird regnen. So, wir waren im Bubble Tea Laden. Ja, Bubble Tea für Derek und Kasia mitgebracht, denn wir schulden ihnen einen. Und jetzt kriegen sie ihn. Und das ist ein Eis für 25 Cent. Ja, der Laden. Ganz geil, ganz geil. Oh, Schnell, Andi, schnell, bevor es wegschmilzt. boah, das ist geil. Was ist das Grüne? Richtung Pistazie geht's. Ja? Willst du probieren? Nein, das ist grüner Tee. So gut bin ich. Ja, es schmeckt wirklich ganz lecker. Oh. Yeah. Ich finde es so cool, dass hier überall Leute Badminton spielen. Mega cool. Es ist total krass, was heute abgeht. Hier sind so viele Kinder gerade und Jugendliche und die spielen hier Volleyball, Federball. Ja, richtig, richtig cool eigentlich. Aber jetzt abends ist offensichtlich zum ersten Mal seit längerer Zeit, wie es aussieht, so, dass es nicht regnen würde. Ja, und von daher, es tobt das Leben. Sonst sitzen alle zu Hause und warten, bis der Regen aufhört, schätze ich mal. So, wir verlassen jetzt Luang Namta und fahren Richtung. Luang Prabang, aber wir werden heute nicht dorthin kommen, weil es über 10 Stunden Fahrt wären, auch über die schlechtesten Straßen. Und ja, wir machen einen Zwischenstopp. Wie viel Kilometer? Wir planen heute innerhalb von etwa 5 bis 7 Stunden etwa 120 Kilometer zu machen. Das wäre gut. Und wie viele Kilometer sind es insgesamt? Bis zur Autobahn 500 Kilometer, wo wir auf Straßen fahren mit einem Durchschnitt von 20 km/h wahrscheinlich. Ja, ich hoffe, wir kommen ganz, ganz weit heute. Ja, heute Nacht hat es wieder viel geregnet, aber nicht so viel wie die Nacht davor. Und wir sind guter Dinge.
Ich mach mal unser chinesisches Nummernschild ab, weil wir schon immer die ganze Zeit mit Ni Hao gegrüßt werden von den Einheimischen. Wir haben die Straßen als absolut heftig empfunden und können uns überhaupt nicht vorstellen, das Ganze in der Regenzeit zu befahren. Hier sieht man ja nur die Ausläufer der Regenzeit. Die Einheimischen fahren natürlich auch ohne 4x4 oder 4x4 auf diesen Straßen, mit dem Unterschied, dass die diese Straßen aber kennen. Aber wie man vielleicht auch nochmal sehen wird, wir haben so viele Löcher auch im trockenen Zustand gesehen, wo wir genau wissen, wenn man die in diesem befüllten, nassen Zustand fahren muss, wäre das für uns unmöglich. Das wollen wir hier nur mal kurz einnorden. Dann fahren wir auch so seitlich. Ist wie ein Stein da? Ja, den Stein, den nehme ich nicht mit. Also, wir sind an Baustelle angekommen und diese Baustelle... Oh, sorry, ne. Da möchte jetzt jemand was verkaufen. Wir werden jetzt hier vermutlich eine Stunde bleiben oder 2 oder 3. An der Baustelle haben wir schon gehört, das ist eine schlimme Baustelle, hier wird ewig gebaut und viel gewartet. Und wir machen uns jetzt ein Mittagessen. Das ist gar nicht schön hier. Achso, wir können das fahren. Ah ja, gut, da rechts geht's ein bisschen runter. Ja. Ja. Da müssen wir durch. Oh, das wäre eine schöne Stätte. Ja. Der einzige Case, wo Andi putzt, damit er ein Video machen kann. Putzen ist sonst nicht so sein Ding. Ha? Ich habe gerade erklärt, dass Putzen eigentlich nicht so dein Ding ist, aber für Videos putzt du auch mal. Wenn du mal so den ganzen Koffer hinten putzen würdest, drinnen.
Der Regen hat begonnen. Wir sind angeblich in 3 Minuten da. Hoffentlich, bevor es richtig rund geht. Weil ich habe keine Lust, im kompletten Regen irgendwo anzukommen. Ja, ungewöhnlich früh. Es ist erst 4:30. Ich dachte, es geht erst um 6 los. Aber es sieht ganz danach aus, als würde es sich hier einregnen. Am nächsten Morgen sind wir auch schon sehr früh weitergefahren, denn wir haben uns in diesem Ort, in dieser Nacht von den Einheimischen nicht so willkommen geheißen gefühlt. Und wir wollen ja nirgendwo bleiben, wo wir nicht sein sollten. Und so sind wir weitergefahren Richtung Luang Prabang. Vor uns lagen noch einige sehr anspruchsvolle Bergstraßen. Warum wir uns in Luang Prabang ebenfalls nicht so willkommen fühlten und wie wir da eigentlich hingekommen sind, erzählen wir euch beim nächsten Mal. Jetzt sagen wir erstmal Ciao, Tschüss und auf Wiedersehen.